Hallo zusammen. Heute möchte ich euch den Test der Garmin Venue 4 vorstellen. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil ich erst alle Daten sammeln wollte. Die sind jetzt da und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Die Garmin Venue 4 erscheint ja in zwei verschiedenen Größen. Es gibt einmal die 41 mm als auch die 45 mm Variante und in diesem Video siehst du die schwarze 45 mm Version. Beide Uhren verfügen dann auch über ein AMOLED Touch Display. Bei der kleineren Uhr haben wir dann 1,2 Zoll, während die 45 mm Variante hier mit 1,4 Zoll aufweist. Hierbei ist das Display wirklich sehr hell und ordnet sich bei der Venue X1 bzw. Forerunner 970 ein. Du kannst dann auch 3 Helligkeitsstufen einstellen. Ich persönlich würde mir wünschen, wenn Garmin hier eine größere Abstufung hat, damit man die Helligkeit hier besser einstellen kann. Geschützt wird das Display dann mit einem Gorilla Glas 3 und die Lünette selbst ist aus Edelstahl, während das Gehäuse dann ein faserverstärktes Polymer ist. Gewichtstechnisch bewegen wir uns bei der kleinsten Version mit 41 mm bei 46 Gramm mit Armband und bei der großen Version in der 45 mm Variante haben wir hier 56 Gramm, auch hier ebenfalls mit dem Armband. Hardware-technisch bekommen wir bei der Garmin Venue 4 dann auch eine LED-Taschenlampe spendiert. Diese hat auch zwei Möglichkeiten, einmal Weißlicht oder auch Rotlicht. Und da muss ich auch wirklich sagen, wenn man hier Weißlicht auf die maximale Helligkeit einstellt, ist es wirklich sehr hell. Das heißt also, du kannst damit sogar wandern gehen, falls es dann mal doch früher dunkel werden sollte. Sensortechnisch bekommt die Garmin Venue 4 dann auch einen barometrischen Höhenmesser. Das heißt also, es können einmal normal Etagen gezählt werden, aber du kannst dann auch eine Unwetterwarnung aktivieren. Das heißt also, wenn du gerade in den Bergen unterwegs bist oder in den Wäldern und weißt nicht, ob ein Gewitter aufzieht, kannst du dich auf jeden Fall hier über die Garmin Venue 4 warnen lassen. Im Bereich der Konnektivität gibt es dann auch hier einige Möglichkeiten mit der Garmin Venue 4 externe Geräte anzuschließen, sei es ein Leistungsmesser fürs Radfahren oder fürs Laufen, Golfsensoren werden unterstützt, als auch Radar fürs Radfahren oder auch Schaltung, zum Beispiel DY2-Schaltung, werden auch hier mit der Garmin Venue 4 unterstützt. Und die Uhr selbst ist dann fürs 5 ATM wasserdicht, das heißt also, du kannst auch ohne Probleme mit der Uhr dann schwimmen gehen, da du natürlich auch hier Schwimmaktivitäten aufzeichnen kannst. Im Bereich der smarten Funktion bekommst du mit der Garmin Venue 4 dann auch ein Mikrofon und Lautsprecher verbaut. Zu einem hast du die Möglichkeit, hier Sprachnotizen auf die Uhr aufzunehmen und diese dann auch anzuhören. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo da und ein Like. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Oder du hast dann auch die Möglichkeiten, die smarten Assistenten zu nutzen, sei es jetzt von Google oder auch Siri oder Bixby. Öffne Spotify. Oder du kannst dann auch den Garmin eigenen Sprachassistenten nutzen. Starte eine Laufaktivität. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch die Option, wenn ein Anruf auf die Uhr hereinkommt, diese dann anzunehmen und über die Uhr zu telefonieren. Hi, grüß dich. Ich höre dich. Ja, perfekt. Auch hier habe ich dich jetzt auf halber Lautstärke eingestellt. Also man kann dich sehr gut verstehen. Wie verstehst du mich? Ja, ich höre dich auch sehr laut und deutlich, also wirklich wunderbar. Ja, perfekt. Ich glaube, du könntest sogar weiter vom Mikrofon weg sein und ich würde dich noch gut verstehen. Ja, sehr gut. Ich habe schon echtes, ja wirklich weit weg. Ja, dann kann man nicht, so klingt zumindest mal das Mikrofon und Lautsprecher der Venue 4. Dann danke ich dir. Mach's gut, tschüss. Was die Venue 4 aber nicht verbaut hat, ist dann ein LTE-Chip. Das heißt also, Telefonate gehen dann nur übers Handy und werden auf die Uhr weitergeleitet. Das ist aber noch nicht alles. Alle Benachrichtigungen, die aufs Handy eingehen, werden auch mit der Uhr gespiegelt. Das heißt also, du kannst dann auch die Benachrichtigungen auf die Uhr lesen. Was beim iPhone zumindest nicht geht, ist Antworten. Das ist leider nicht möglich. Und das Bilderanzeigen ist ebenfalls bei iPhone nicht möglich. Zu guter Letzt gibt es dann auch noch einen internen Speicher von 8 GB. Das heißt also, du kannst dann auch offline Musik speichern, sei es jetzt von Spotify, von Amazon Music oder von Deezer. Das wird ebenfalls mit unterstützt. Und möchtest du bargeldlos zahlen, dann hast du auch die Option Garmin Pay zu nutzen. Hier gibt es leider ein paar Einschränkungen, es werden nicht alle Banken in Deutschland unterstützt. Ich habe die Liste einfach mal hier eingeblendet. Ganz interessant ist dann auch noch der smarte Wecker. Du hast die Möglichkeit bei der Venue 4 den smarten Wecker zu aktivieren. Das heißt also, wenn du eine Zeit angibst, zum Beispiel 6 Uhr, dann wird im halben Stundenfenster geschaut, wann es optimal ist, dich zu wecken. Das heißt also, wenn du zum Beispiel 10 vor 6 schon in die Aufwachphase kommst, dann geht der Wecker los und weckt dich auf, damit du hier optimal aufstehen kannst. Ich muss aber sagen, bei meinen Tests hat es nicht funktioniert. Ich wurde immer zu dem Zeitpunkt geweckt, wenn dann auch wirklich der Wecker dann eingestellt war. Im Bereich der allgemeinen Widgets bekommst du mit der Garmin Venue 4 natürlich dann einmal das Wetter angeboten. Das heißt also, du hast dann auch einen Überblick über deine aktuelle Wettersituation vor Ort, wobei es davon abhängig ist, wo die nächste Wetterstation liegt. Das heißt also, diese kann dann auch mal ein paar Kilometer weiter entfernt sein. Es gibt natürlich dann auch ein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang-Widget, bei dem ihr dann seht, wie sich der Sonnenverlauf über den Tag entwickelt, als natürlich auch die Möglichkeit, sich hier über ein Mond-Widget
anzuschauen, wie dann der Mond zunimmt oder abnimmt, beziehungsweise wann die Aufgangs- und Untergangszeiten hier sind. Und auch hier gibt es eine Neuerung. Wir bekommen nämlich dann auch das Countdown-Widget angeboten. Das heißt also, du kannst dann auch diverse Events hinterlegen mit Tagen oder bestimmten Stunden. Das hast du dann hier mit im Überblick. Oder es gibt natürlich dann auch eine Kalenderfunktion. Oder wenn du viel auf Reisen bist, kannst du dir zum Beispiel auch die Weltzeituhr anzeigen lassen oder das Jetlag-Widget nutzen, um hier optimal an den Reiseziel anzukommen. Und viele weitere Funktionsmöglichkeiten gibt es dann auch über den Garmin Connect IQ Store. Die ist dann auch hier mit der Garmin Venue 4 angebunden und da kannst du, wie gesagt, auch die Funktion der Uhr hier deutlich erweitern. Im Bereich der Gesundheitsfunktion bekommen wir bei der Garmin Venue 4 den optischen Herzfrequenzsensor der 5. Generation, aber anders als bei der Forerunner 570 ist diese auch in der Lage, EKG-Messung durchzuführen. Das heißt also, du kannst dann auch die EKG-App freischalten und diese dann hier durchführen. Ganz spannend bei der Garmin Venue als auch Vivo Active Reihe ist dann auch der Rollstuhlmodus. Das heißt also, wenn du im Rollstuhl unterwegs bist, kannst du die Uhr dann auf den Rollstuhlmodus umstellen. Dann werden zum Beispiel Schübe erkannt oder es gibt dann auch eigene für Rollstuhlfahrer abgestimmte Aktivitäten. Und wie auch schon bei den anderen Garmin-Uhren bekommt ihr natürlich auch hier bei der Garmin Venue 4 einmal die Garmin Body Battery angeboten. In diesem Fall dann auch mit der integrierten Stressmessung. Und da muss ich auch wirklich sagen, die Werte sind auch noch sehr plausibel. Es kommt auch wirklich dem hin, wie man sich dann aktuell fühlt. Es werden natürlich dann auch die Schritte gezählt. Auch das macht hier einen sehr plausiblen Eindruck, was die Anzahl der Schritte angeht. Es werden auch keine Schritte gezählt, wenn du zum Beispiel mit dem Rad unterwegs bist. Ich hatte es schon angesprochen, das Etagenzählen ist ebenfalls mit dabei. Und ihr könnt euch dann auch immer Ziele setzen. Das sieht man zum Beispiel hier mit dem Haken. Es gibt dann natürlich dann auch eine Schlafaufzeichnung. Zu einem bekommt ihr natürlich einen Sleep Score angezeigt. Das wird mit der Garmin Venue 4 unterstützt. Ihr kommt auch mal ein Detail, wie dann der Schlaf sich dann entwickelt hat. Und da muss ich auch echt sagen, die Einschlafphasen, Aufwachphasen sind immer sehr plausibel. Und es werden dann auch Nickerchen hier mit der Garmin Venue 4 ohne Probleme erkannt. Neben dem Schlaf gibt es dann auch noch für die Erholung die Herzfrequenzvariabilität. Die wird für euch individuell bestimmt. Das heißt also, ihr habt dann andere Zahlen wie ich. Bekommt dann mal grafisch angezeigt, ob ihr euch dann gut erholt habt. Und es gibt natürlich dann auch wieder die Option des Schlafcoach. Das heißt also, dieser gibt euch an, wie ihr dann optimal schlafen solltet. Also hier bei mir ist es alles im normalen Bereich. Und wenn ihr ein Defizit habt, bekommt ihr diesen hier angezeigt. Neue Parameter gibt es dann aber, wenn wir in Schlafcoach hineingehen. Zum Beispiel hier den Schlafrhythmus. Und dies dauert hier so etwa 3 Wochen, bis du die ersten Daten siehst. Und das ist auch völlig egal, ob du vorher schon mal eine Garmin-Uhr getragen hast oder nicht. Das muss die Uhr wirklich selber ermitteln. Sie jetzt hier, wir bekommen einmal einen internen Rhythmus. Das ist hier der pinke Wert. Und wir bekommen den letzten Schlaf in blau angezeigt. Und kann man mal sehen, ob man dann hier in seinem individuellen Rhythmus dann ist oder auch nicht. Wir sehen hier auch schon eine kleine Abweichung. Der letzte Wert, der dann für euch auch nochmal hier individuell ermittelt wird, ist dann die Schlafkonsistenz. Wir sehen hier 23:53 bis 6:56 ist es für mich. Und da kann man mal sehen, ob er in seinem Korridor unterwegs ist oder auch nicht. Und wir sehen gerade am Montag, Dienstag und Mittwoch lag ich etwas außerhalb. Da habe ich jetzt nicht so gut geschlafen, aber in den letzten Tagen war es dann alles hier sehr gut. Es gibt aber nicht nur Neuerungen beim Schlafcoach. Es gibt dann auch hier eine neue App bzw. ein neues Widget. Und zwar den sogenannten Gesundheitszustand. Dieser ist gar nicht so ganz unbekannt. Wir kennen das nämlich auch schon von der Apple Watch. Da nennt sich das Ganze Vitalwerte. Funktioniert auch wirklich so ähnlich. Dieser Wert wird auch individuell für euch ermittelt. Dauert so 3 bis 4 Wochen, bis ihr die ersten Daten seht. Auch da ist es egal, ob ihr vorher eine Garmin-Uhr gehabt habt oder auch nicht. Ihr könnt ganz gut erkennen, wir sehen einmal die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität, die Atmung, die Hauttemperatur und natürlich auch die Blutsauerstoffmessung. Und wir können ganz gut sehen, bei mir ist momentan alles im blauen Bereich, im Normalbereich. Sollte es hier Abweichungen geben, siehst du dann auch hier einen roten Wert bzw. eine Markierung, sowohl einmal direkt hier oben auf der Oberfläche, als dann auch nochmal in den Daten selber. Und so hast du auch nochmal hier ganz schnell auf einen Überblick, ob dir gesundheitlich alles in Ordnung ist oder ob du vielleicht mal eine Trainingspause einlegen solltest. Zu guter Letzt gibt es noch eine weitere Neuerung, und zwar den sogenannten Lifestyle Login nennt sich das Ganze. Auf der Garmin Venue 4 haben wir dann eine App, wo ihr dann diese Daten eintragen könnt. Aber auch hier können wir direkt sehen, es ist teilweise noch auf Englisch und nicht übersetzt. Und das finde ich auch wirklich ein Mangel, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Preisklasse man hier unterwegs ist. Das sind zum Beispiel hier Krankheit, ist dann Illness oder dann auch hier später Kaffee. Also da muss auf jeden Fall Garmin noch dringend nacharbeiten, dass das auch dann hier für alle übersetzt wird und nicht hier alles auf Englisch aufgezeigt wird. Die besseren Daten bekommt ihr dann aber in der Garmin Connect App angezeigt. Und da gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz in die App hinein. Wir sehen hier unten, habe ich das auch schon angelegt, Lifestyle Log. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Sehen wir auch hier wird einfach dann angegeben, was du über den Tag gemacht hast. Das kennen wir auch schon vom Whoop-Band. Da ist es nämlich genauso. Nur ist hier etwas einfacher gestaltet.
Das heißt, auch Garmin sagt, weniger ist mehr. Das heißt also, du solltest hier auch nicht so viele Unterpunkte einfügen. Garmin unterscheidet dann auch zwischen Nachtaktivitäten und Tagsaktivitäten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier gucken, bei Nacht gibt es hier zum Beispiel Display vor dem Schlafengehen. Das ist natürlich so der Klassiker. Aber auch Trainingsoptionen werden hier mit angefügt. Zum Beispiel leichtes oder moderates Training, intensives Training, wenn du es kurz vorm Schlafengehen gemacht hast in der Nacht. Als auch Schlafgeräusche und Verschlafen sind hier Faktoren. Gerade die Trainingsphasen gibt es somit beim Whoop-Band nämlich nicht. Da kannst du jetzt nicht sagen, du hast ein spätes Training gemacht. Das wird überhaupt gar nicht an dieser Stelle hier berücksichtigt beim Protokoll. Und sollte es Punkte geben, die jetzt zum Beispiel hier nicht aufgelistet werden, dann kannst du auch individuell deine eigenen Punkte noch hinzufügen, die du dann jeden Tag hier ausfüllst. Stichwort jeden Tag ausfüllen. Du musst nämlich dann jeden Tag hier die Sachen anhaken, was für dich dann zutrifft. Und dann bekommst du nämlich hier eine kleine Auswertung angezeigt. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den 4-Wochen-Modus gehen, dann bekommt er nämlich hier oben dann hier Stress über Nacht, Herzfrequenzvariabilität, Sleep Score angezeigt. Und hier kannst du jetzt einfach schauen, welche Auswirkungen haben zum Beispiel hier auf deinen Stress in der Nacht. Und wir sehen hier, positive Auswirkungen ist dann hier das Bett zu teilen mit jemandem, bei mir zumindest gewesen. Negativ wäre zum Beispiel hier ja Training, moderates Training, ja Dehnen und auch Sonnenlicht. Wobei ich sagen muss, das ist momentan aktuell alles noch etwas, ja nicht so ganz plausibel. Das liegt einfach daran, es fehlen einfach noch die Menge an Daten. Ich mache das erst seit 4 Wochen. Da braucht man auf jeden Fall mehr Daten, um hier eine bessere Analyse zu machen. Wenn wir dann zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität über die Nacht anschauen, da haben wir dann so andere Faktoren, zum Beispiel spätes Essen wäre dabei, Pendeln oder zum Beispiel auch schweres Essen hat eine negative Auswirkung. Minimal wäre jetzt Alkohol und ja, kalte Duschen. Das heißt also, hier gibt es dann auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Parametern. Zu guter Letzt haben wir noch den Sleep Score. Sehen wir auch hier wieder, spätes Essen hat in dem Fall hier positive Auswirkungen gehabt. Das Pendeln auch interessanterweise. Negativ wären zum Beispiel dann hier auch moderates Training. Und wenn wir zum Beispiel dann hier auf Alkohol mal drauf gehen, bekommst du dann auch mal ein paar Details mehr angezeigt. Wir sind hier zum Beispiel Tage mit Ja, Tage mit Nein. Dann ja, die Durchschnittswerte, wenn Ja und wenn Nein. Und bei manchen Sachen kannst du dann auch eine Typen hinterlegen. Das heißt also zum Beispiel, wenn du mal einen Schnäpsle getrunken hast, da gibt es dann Spirituosen oder Bier, Wein. Und dann kannst du zum Beispiel auch nochmal in die Analyse gehen, falls es interessiert. Und so hast du auch die Möglichkeit, hier deinen Körper etwas besser kennenzulernen. Im Bereich der Trainings gibt es auch einige interessante Änderungen bei der Garmin Venue 4. Diese unterstützt nämlich jetzt einmal die Trainingsbereitschaft. Das heißt also, hier siehst du auf einen Blick, ob du dann trainieren sollst oder auch nicht. Hier gibt es dann verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel Schlaf, Erholungszeit, aber natürlich auch Herzfrequenzvariabilität oder die Belastung, als auch hier den Trainingszustand. Das heißt also, hier siehst du dann auch, ob du deine Form auf- und abbaust. Das hat man so bei der Garmin Venue 3 zum Beispiel nicht. Und wie wir es von den Sportuhren von Garmin kennen, haben wir natürlich auch hier die akute Belastung. Und da können wir ganz gut sehen, ich habe jetzt in den letzten Tagen nicht viel trainieren können. Das heißt also, ich bin momentan etwas unter meinem erwarteten Trainingswert. Das heißt also, ich habe auch einen kleinen Formabbau. Und da sind wir auch schon im Bereich, was uns eigentlich alle klassischen Sportuhren von Garmin anbieten, also die Forerunner-Modelle als auch die Phoenix-Modelle. So hat es auch den Belastungsfokus mit dabei. Das heißt also, hier kannst du in die Analyse gehen, ob du hier im optimalen Belastungsbereich trainierst oder auch nicht. Neben dem Trainingszustand haben wir dann auch das neue Lauf-Leistungs-Widget. Das heißt also, da bekommen nämlich dann auch Laktatschwellenwerte angezeigt, Wettkampfprognosen, also alles, was wir auch hier von den klassischen Sportuhren von Garmin hier kennen. Und solltest du ein Radleistungsmesser an die Garmin Venue 4 anbinden, dann bekommst du auch die Radfahrleistung angezeigt. Das heißt also einmal die VO2 Max Werte fürs Radfahren, den FTP-Wert und wie dein aktueller Zustand ist. Das heißt also, bist du Herausforderer, Bergfahrer, das wird dann alles hier auch nochmal analysiert. Und das gibt es auch hier so auf der Garmin Venue 4. Was die Trainingsmöglichkeiten der Garmin Venue 4 angeht, so bekommst du einmal den klassischen Garmin Coach fürs Laufen angeboten, aber auch fürs Radfahren und auch fürs Training. Also so wie auch schon auf der Garmin Forerunner 570 als auch 970. Und du hast sogar die Möglichkeit, hier Multisporttrainings durchzuführen. Auch das ist mit der Venue 4 möglich. Und solltest du für einen Wettkampf trainieren, dann hast du auf der Garmin Venue 4 auch die Möglichkeit, über den Wettkampfcoach diesen Wettkampf zu hinterlegen und auch hier deine Ziele zu setzen. Und dann bekommst du ja einen individuellen Trainingsplan, um dein Ziel zu erreichen. Was wir neu hinzubekommen, ist dann der sogenannte Fitnesscoach. Du kannst einfach sagen, ich möchte meine Fitness steigern, ohne einen Wettkampf, ohne irgendwas im Hintergrund, sondern einfach nur etwas fitter zu werden. Und dann bekommst du auch hier Trainingsvorschläge angezeigt. Du kannst dann sagen, ob du es hier mit Krafttraining machen möchtest oder auch nicht. Das heißt also, du bekommst auch Krafttrainingseinheiten dann in der Kraftaktivität angezeigt, wenn du es dann hier machen möchtest. Und wenn wir dann einen Blick auf die Aktivitäten selbst werfen, so hat die Venue 4 wirklich eine große Anzahl an Möglichkeiten. Das heißt, es Laufen, Radfahren, natürlich im klassischen Stile,
Indoor, Outdoor, aber auch Stand-Up-Paddle ist mit dabei, Triathlon, Tennis und solltest du viel im Outdoor-Bereich im Skifahren unterwegs sein, beziehungsweise im Wintersport, gibt es dann zum Beispiel Skifahren, Snowboarden, aber auch Langlauf ist möglich. Oder wenn du dann sagst, ich bin mehr im Mannschaftssport unterwegs, dann ist zum Beispiel auch Fußball oder Volleyball mit dabei. Ich habe dir mal alle Aktivitäten eingeblendet und das ist wirklich eine große Vielzahl an Möglichkeiten, die die Garmin Venue 4 neu jetzt hier anbietet. Du hast dann auch die Möglichkeit, in jeder Aktivität selbst die Datenfelder so einzustellen, wie du das haben möchtest. Wenn du ein Training dann durchführst, bekommst du dann auch Laufeffizienzwerte am Handgelenk angezeigt. Du hast aber auch die Möglichkeit, nach Leistungswerte zu trainieren und es werden dann zum Beispiel auch Bahnen erkannt. Das heißt also, wenn du auf eine Startbahn gehst und die ist bekannt, dann bekommst du auch eine Anzeige, dass diese Bahn erkannt wird. Und du siehst natürlich auch klassische Daten, wie zum Beispiel die Herzfrequenz, die Pace, das ist natürlich auch hier alles mit dabei. Eine Neuerung der Garmin Venue 4 ist dann auch die Möglichkeit, sich über die Uhr navigieren zu lassen. Besser gesagt, du kannst über Garmin Connect oder zum Beispiel über Komoot eine Tour planen und diese auf die Uhr übertragen. Du bekommst dann auch Points of Interest angezeigt, sofern du diese in Garmin Connect hinterlegt hast. Sobald du diese erreicht hast, bekommst du dann auch eine Meldung. Oder du hast dann auch die Möglichkeit, gegen ältere Aktivitäten anzutreten, um hier deine Zeit zu verbessern. Ein kleines Manko hat das Ganze aber. Garmin gibt an, dass hier Abbieghinweise geben soll. Das war bei mir jetzt leider nicht der Fall. Sowohl auf geplanten Strecken von Garmin Connect als auf Komoot habe ich keine Abbieghinweise erhalten. Nur wenn ich die Route verlassen habe, gab es eine Meldung. Oder wenn ich ein Point of Interest erreicht habe. Auch da hier mit Sprachausgabe. Das heißt also, das wird auch hier unterstützt. Ob es sich jetzt einen Fehler auf der Webseite handelt oder einen Bug, das kann ich an dieser Stelle leider hier nicht beantworten. Und wenn wir dann schon beim Aktivitätstracking sind, die Garmin Venue 4 bietet uns ja auch das beste GPS an. Besser gesagt, wir bekommen hier das Garmin Multiband GPS angeboten. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel zwischen Häusern, Wäldern und Bergen unterwegs bist, hast du ja wirklich eine sehr saubere Aufzeichnung, was dein GPS-Track angeht. Und so konnte ich keinerlei Probleme der Garmin Venue 4 bei der Streckenaufzeichnung feststellen. Auch die Entfernungen waren hier immer sehr plausibel. Ganz interessant sind natürlich dann auch die Herzfrequenzdaten, besser gesagt vom optischen Herzfrequenzsensor gegenüber eines Brustgurtes. Wir haben ja den Sensor der 5. Generation, also auch schon sehr lange bekannt. Und wir können sehen, bei einem normalen Lauf in der Stadt, der jetzt sehr ruhig war, dass hier die Verläufe des Brustgurts und des Herzfrequenzsensors doch nahezu identisch sind. Aber auch bei verändertem Puls bzw. bei Trailläufen muss sich die Uhr hier nicht verstecken. Wir können ganz gut sehen, ich bin oft mal gestanden, wieder losgelaufen oder auch gegen Ende ging es dann mal bergauf, bergab. Kann man sehen, dass die Verläufe hier wirklich beim Traillauf sehr gut aufgezeichnet wurden gegenüber eines Brustgurtes. Lediglich bei meinem zweiten Traillauf hatte ich dann ab Minute 57 ein paar kleine Abweichungen, aber der Durchschnittspuls hat dann insgesamt doch gut gegenüber eines Brustgurts übereingestimmt. Etwas anders sieht es dann beim Krafttraining aus. Es ist nicht optimal, aber auch nicht so schlecht wie noch beim alten Brustgurt und es werden auch nicht immer alle Spitzen sehr gut erkannt. Aber wer möchte, kann an dieser Stelle natürlich auch hier ein Brustgurt verbinden, um hier bessere Werte zu erhalten. Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Akkulaufzeit. Da hängt es aber ein bisschen von der Größe ab der Uhr. Das heißt also, umso größer die Uhr, auch umso größer die Akkulaufzeit. Als erstes werfen wir einen ganz kurzen Blick darauf, was Garmin hier für Zeiten angibt. Bei der großen 45 mm Variante kommen wir zum Beispiel hier auf eine Laufzeit von bis zu 12 Tagen im Smartwatch-Betrieb. Sollte es sich dafür entscheiden, das Always-On-Display einzuschalten, dann sind bis zu 4 Tage möglich, während die 41 mm Variante dann bis zu 3 Tagen schafft und 10 Tage im ausgeschalteten Always-On-Modus. Ganz interessant sind natürlich dann die Laufzeiten während der Aktivität und so gibt Garmin zum Beispiel hier fürs Multiband GPS eine Laufzeit von bis zu 17 Stunden fürs Aktivitätstracking bei der 45 mm Variante an und bis zu 12 Stunden bei der 41 mm Variante. Ich habe es natürlich auch hier wieder wie gewohnt getestet, einmal im täglichen Tragen mit eingeschaltetem Always-On-Display, Schlaftracking, kontinuierliche Herzfrequenzmessung, also alles, was die Uhr hier zu bieten hat. Und da kam ich auf einen Akkuverbrauch von 0,87% pro Stunde im Smartwatch-Betrieb. Das heißt also, so eine Laufzeit von 4,5 Tage ist dann mit der Uhr möglich. Etwas mehr, was Garmin hier dann auch angibt. Ähnlich sieht es dann auch bei den Aktivitäten aus. Hier hängt stark davon ab, was du mit der Uhr machst. Hast du das Always-On-Display eingeschaltet? Wie oft schaust du auf die Uhr? Das heißt also, wie oft wird das Display dann auf maximale Helligkeit gestellt? Wann ist im Ruhemodus? Ich kam jetzt auf einen Verbrauch von etwa 4, 5, 6%. Es kommt immer darauf an, was ich mit der Uhr gemacht habe. Und das entspricht zu einer Laufzeit bei zum Beispiel 5,14% von 19,44 Stunden. Also besser gesagt, es bewegt sich zwischen 18, 19, 20 Stunden, was wirklich sehr gute Laufzeiten hier bei der Garmin Venue 4 ist. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der Garmin Venue 4. Insgesamt muss ich sagen, für mich ist das die bessere Forerunner 570 oder wenn du von einer Forerunner 265, 255 kommst und überlegst dann hier ein Upgrade zu machen,
würde ich dir eher die Garmin Venue 4 empfehlen als die Forerunner 570. Warum? Zu einem bekommt ihr noch eine Taschenlampe mit angeboten und ihr habt auch den Sensor mit EKG-Messung. All die Dinge, die wir auf der Forerunner 570 so an dieser Stelle hier nicht bekommen. Darüber hinaus bekommen wir dann auch die neuen Gesundheitsfunktionen, also den Gesundheitscheck, als natürlich dann auch die erweiterten Schlafanalysen. Das haben wir so aktuell zumindest noch nicht auf anderen Garmin-Uhren, soll aber nach meinem aktuellen Kenntnisstand aber auch auf andere Uhren ausgerollt werden. Aber nichtsdestotrotz, momentan ist es ein Alleinstellungsmerkmal der Garmin Venue 4. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich verstehe die Produktpolitik von Garmin nicht mehr, weil die Forerunner 570 als auch die Venue 4 sind für mich eigentlich fast nahezu identische Uhren. Es sind noch kleine Nuancen und Unterschiede. Wie gesagt, ich empfehle auf jeden Fall die Venue 4 dann zu nehmen. Und da könnt ihr auch gerne einen Kommentar schreiben, was ihr von der aktuellen Produktpolitik von Garmin haltet. Wenn du noch mehr rund um Garmin sehen möchtest, beziehungsweise explizit alle Neuerungen der Garmin Venue 4, ich habe auch mal ein Video gemacht, wo ich die ganzen Neuerungen explizit vorgestellt habe. Kannst du oben mal reinschauen, beziehungsweise es gibt auch eine Playlist rund um Garmin. Kannst du mal reinschauen, was sonst noch alles auf dem Kanal gezeigt worden ist. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.